So, jetzt hatten wir ein wunderschönes Abenteuerwochenende. Das habt ihr gerade hinter euch gebracht. Ich stelle euch jetzt noch mal kurz ein paar Fragen zum Abschluss. Gell? Machen wir es noch mal von vorn. Hat nicht aufgenommen? Nee, er hat nicht aufgenommen. Sag doch mal, was ist denn dein Resümee? War ein super Wochenende oder eigentlich verlängertes Wochenende. Richtig vollgepackte 3 Tage. Klasse mit den ganzen Lasertag und Escape Room Geschichten. Also hat richtig Spaß gemacht. Was war denn dein Highlight? Also richtig gut fand ich die Lasertag-Geschichte im Wald. Wenn auch anstrengend, werden wir alle Muskelkater haben, aber hat richtig Spaß gemacht. Und ja, von dem Dungeon Escape fand ich besonders das Level 2 besonders spannend. War nochmal ein düsterer Raum im Spiel. Das war richtig gut. Super, ja. Jetzt haben wir hier einen Gamer, einen bekannten Gamerstar sozusagen. Wie heißt dein Kanal? Pixel Connect. Pixel Connect. Okay, ein Shoutout. Was ist denn dein Highlight gewesen an dem Wochenende? Highlight ist schwierig. Also Highlight war wahrscheinlich schon Lasertag für mich. Also vor allen Dingen in der Halle, und zwar wegen dem taktischen Gameplay. Ich will immer Gameplay sagen, aber Ja, ist okay. Ablauf Ja, eigentlich. Vor allen Dingen im Halbdunkeln haben wir gespielt und man sieht den Gegner ja nicht und teilweise sieht man ihn, man sieht nur Schatten, die sich bewegen, man spricht sich ein bisschen ab, flankiert man den oder wie geht man vor. Dasselbe natürlich auch draußen, Outdoor, wo es da was ziemlich anstrengend, weil wir einfach immer nur den Berg hoch, den Berg wieder runter Super. sind. Und ja, und das war es eigentlich noch taktisch, noch ein bisschen langsamer, ein bisschen noch überlegter, da ging es eher um die taktischen Stellungen und in der Halle, da ist es eher so, man geht rein und wieder raus. Ja, Hoffentlich. Ja. Und bei den Escape Rooms, was war da dein Highlight? Ja, bei den Escape Rooms, beziehungsweise eben beim Dungeon Escape, ist eben das Beste eben, dass die Lokalität zunächst mal, dieser feuchte Keller, Ja. ist einfach so mit das Stimmungsvollste, was man haben kann, eigentlich für einen Escape Room, weil besser geht's eigentlich nicht. Und dass das Ganze mit 4 verschiedenen Settings an den Start geht und man sich raussuchen kann, was man macht und das eigentlich alles schon in diesen Räumen spielt, aber irgendwie immer jedes Mal anders ist, wenn man das mehrfach auch spielt. Ja, verstehe. Super, danke. Was war denn dein Highlight? Wie hat dir das Wochenende gefallen? Ja, sehr gut. Highlight, ich würde sagen auch das Lasertag in der Halle, weil es einfach für mich so unterschiedlich war zu den anderen Lasertags, die man sonst so kennt. Okay, ja. Wo einfach eine Halle mit 30 Leuten vollgepackt wird, wild durch die Gegend rennt und man eigentlich alle 2 Sekunden abgeschossen wird. Und hier muss man halt richtig schön taktieren und sich überlegen, wo verstecke ich mich und wenn man in Teams spielt, sich absprechen, wer was macht und von welcher Seite man jetzt angreift. Also es war schon echt. Ja, du hast dich ja auch im Wald extrem dann weiterentwickelt. Also du hast dann zum Schluss auch zweimal, glaube ich, ja, gefahren. Das war einfach Sturmangriff. Ich habe gedacht, ich komme durch oder nicht. War super. Das hat auch gut funktioniert. Das war so. Schauen wir mal. Super, ja, ja. doch, das hat echt Spaß gemacht. Es war spannend zu beobachten, wie sich die Leute weiterentwickeln. Hey, danke du. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, auch gut. Also mir hat eigentlich alles Spaß gemacht. Highlight ist schwierig. Also den Escape Room fand ich cool. Und ich fand fast das erste Level am coolsten, weil da waren wir eben zum ersten Mal da unten drin und man ist erstmal so eingesperrt und das ist dann erstmal, also ja, schon ein cooles Feeling. Und was mir bei dem Escape Room auch so gut gefallen hat, so ähnlich was du gesagt hast, die Story dahinter. Also man war eben mehrmals an der gleichen Location und es hat aber alles, es war alles ineinander verstrickt und die Story war cool dahinter, das fand ich cool. Weil alle 3 Mal die gleiche Location stimmt ja nicht ganz. Ja gut, Beim zweiten Mal gibt es ja dann noch eine Überraschung. ja, das stimmt, aber Okay, die ist dann nur erweitert gewesen, sagen wir es mal Ja. so. Aber es war schon immer, es war in sich stimmig. Also Ja. die Story war in sich stimmig und die Location. Und vom Feeling her war es cool da unten. Ja, Das fand ich stimmt, schön. die Atmosphäre Wie fandest du denn den ist- Schwierigkeitslevel? Also so insgesamt, so die Level. Ähm, Also das Oh. erste war eigentlich da waren wir relativ sehr leicht. flott, ja. Ja. Mal Das so, mal so. zweite Es ist, war schon manchmal verzwickt. hängt man an einer Sache, die gar nicht so schwer ist, aber man hängt einfach. Und also was da unten natürlich schon schwierig ist, ist einfach auch das Suchen, weil es halt einfach dunkel ist. Also da dann alles zu finden und so, sich dann da auch, also man ist halt doch so von der Atmosphäre her vielleicht nicht so konzentriert dann manchmal.
Aber wir sind halt auch eigentlich schon recht geübte Truppe, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch so unsere Spezialisten, wer für was zuständig ist. Cool. Von dem her haben wir es dann doch auf jeden Fall geschafft. Aber es war, ja, ich finde, das kann man schwer sagen mit den Schwierigkeitsstufen. Manchmal ist das eine oder andere eine größere Herausforderung, wo man sich und dann im Nachhinein denkt, oh, das wäre gar nicht so gewesen. Und manchmal ist man selber überrascht, dass man da so auf Ideen kam. Aber die Mechanismen und so, die waren schon cool. Und da waren schon ein paar Überraschungen dabei. Super, ja. Dankeschön, danke. Ja, was sagst du denn? Wie hat es dir gefallen? Ja, erstmal muss ich natürlich Kritik üben. Also Erholung schaut anders aus. Ja, aber es war insgesamt eine runde Sache. Ja. Also, ich habe jetzt immer überlegt, was mein Favorit ist. Ich habe eigentlich keinen. Ich finde einfach das Gesamtpaket einfach so schön, dass man einfach sagt, man hat Action ohne Ende und das ist einfach das, was man so braucht, wenn man. Du warst ja auch ein Spitzenaufklärer, das hat sich herausgestellt. Und warst auch nicht dir zu faul oder so, du bist da wirklich einen Berg rauf, runter, rauf, runter. Kann man sich Super. austoben. Das Ja, ist ja, perfekt. sehr, sehr Und wir haben schon gelacht vorher bei der Steigung, dann Capture the Flag. Also Capture the Flag war wirklich hardcore, gell? Also, Das war die üble Sache. das war eine üble Sache, gell? Das war einfach Konditionstraining. Ja, Das ist vom super. Feinsten. Ich war hinten, hab Deckung gegeben, alles super. Noch eine Frage habe ich noch. Was haltet ihr denn von der Art oder der Arbeit, die wir jetzt gerade machen, Rollenspiele oder auch Geschichten, so wie Star Wars, in das Lasertag-System und auf dem Gelände einzubauen? Wie findet ihr denn das? Sehr cool. Ja? Das ist super ambitioniert, was ihr vorhabt. Ja. Coole Idee, ja. Also bei uns natürlich auch, da wir sowieso auch Rollenspielaffin sind, wäre das genau was für uns, glaube ich. Also Ja. wenn das fertig ist, wir kommen bestimmt wieder. Also wir machen das auf jeden Fall, dass wir auch eine Community auf der Website haben. Und sobald die fertig ist, kann man sich dann auch mit Leuten absprechen, die eigene Systeme haben oder sich eben hier einmal im Jahr oder zweimal im Jahr treffen zum Spielen. Das ist so der Plan. Und das soll natürlich ambitioniert sein, ist gar keine Frage. Aber ich finde, dass das System an sich viel zu viel Potenzial hat, als dass man das nicht macht. Unser Das ist Erfinder. auch noch also wir stellen uns vor, dass wir wirklich in absehbarer Zeit das, was man am Computer erleben kann, also wirklich in Realität erleben kann. Und zwar wirklich mit Adrenalinkick, weil man stellt das häufig fest, egal wie genial das Computerspiel ist, wenn man fertig mit dem Ganzen ist man zwar aufgewühlt, aber meistens hat man so eine gewisse Leere und diese Leere hat man, wenn man es wirklich erlebt hat, eben nicht. Und auch dann diese körperliche Ausgelaugtheit und so weiter, die man nach dem richtigen, also nach dem wirklichen Abenteuer hat. Das wollen wir halt näher bringen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt mehr wirklich Richtung Geschichten gehen werden. Also wir haben jetzt das System auch schon so weit, dass man jetzt schon kleinere Aufgaben und so weiter lösen kann. Das wird dann nächstes Jahr, ich denke im Herbst wird das dann etwas größer werden, wenn wir bis auf ungefähr 15 Systeme aufgestockt haben, dass wirklich 2 Gruppen gegeneinander spielen können. Und dann kann man auch schon auf jeden Fall so kleinere Gameplays machen mit Spezialisierungen von Charakteren. Die kriegen dann langsame Schussgeschwindigkeit, zum Beispiel für ihre Waffen. Und dafür können die dann eine gewisse Zeit Rüstung reparieren oder ein anderer kann dann eine gewisse Zeit Munition wieder auffüllen. Dass man halt so ein bisschen mehr in den Rollenspielcharakter hineinrutscht und das Ganze dann halt, wenn die ganz neuen Systeme fertig sind, dass man das halt noch extremer machen kann. Also wirklich wie, wenn Gäste es wünschen, dass man wirklich bis in die Tiefe gehen kann, dass verschiedene Rüstungen unterschiedlich auf verschiedene Munitionsklassen reagieren, dass auch angezeigt wird, wo man getroffen wurde, je nachdem, wie gut es anläuft, dass wir auf dem Handy so eine Art Avatar haben, wo man dann selbst die Rüstungsteile draufsetzen kann, verschiedene Rüstungssets hat, dass man das an Realität anpassen kann. Wenn man Nachtalarm hat und rausrennt, dass man dann natürlich nicht seine Vollpanzerung anhat und auf der Rüstung auch die gesamte Rüstenergie dann verfügbar ist, sondern dass man dann wirklich nur quasi den Schlafanzug einen Trefferpunkt hat. Und wenn es dann halt ins Gefecht geht mit der schweren Rüstung, dass man dann halt 20 Trefferpunkte oder was Vergleichbares hat. Das ist so ein bisschen unsere Idee in allen Richtungen, also nicht nur im Live-Rollenspiel, also nicht nur mit dem Laserspiel, sondern auch mit den Escape Rooms, dass man halt wirklich, dass die Leute, gerade die Jugend heutzutage, von den Sofas runterkommt und mal wirklich was erlebt. Feststellt, das muss man nicht am Computer machen. Man kann auch wirklich echte Abenteuer erleben und das Gefühl beim echten Abenteuer ist was anderes. Also ich finde auch dieses Gefühl nachher der Muskelkater, den hat man sich redlich verdient. Ja. Und das ist eine andere Art und Weise von Sport, gell? Also man kann das wirklich auch als sportliche Betätigung sehen, das Ganze. Ne? Das ist Sport mit Sinn. Ja, wir wollen euch nicht weiter aufhalten. Wir wissen, ihr müsst dann auch losfahren. War schön, dass ihr da wart. Und wie gesagt, wir machen da noch was. Wir lassen uns was einfallen. Und Videomaterial, wenn du es haben willst, kannst du natürlich haben. Herzlichen Dank für euren Besuch.
Spitze war's. Hat echt Spaß gemacht. Danke auch. Danke.